Wir leben in einer Welt der Täuschung. Eine Welt, die uns vorgaukelt. Sie sei komplex, chaotisch, unvorhersehbar. Wir fühlen uns wie Marionetten, gesteuert von unsichtbaren Kräften, von Politikern, von Konzernen, vom Schicksal. Wir stolpern durchs Leben, reagieren auf Krisen, kämpfen ums Überleben, ohne die Regeln des Spiels zu verstehen. Aber was, wenn ich dir sage, dass es Regeln gibt? Was, wenn ich dir sage, dass das Leben, die Wirtschaft, sogar der Krieg, den sie vielleicht gerade für uns vorbereiten, einem einfachen, brutalen Code folgt? Einem Code, der über Gewinner und Verlierer, über Leben und Tod, über Reichtum und Armut entscheidet? Was, wenn ich dir sage, dass es eine Wissenschaft gibt, die diesen Code entschlüsselt hat? Eine Wissenschaft, die dir die Macht gibt, nicht mehr nur eine Spielfigur zu sein, sondern selbst zum Spieler zu werden? Diese Wissenschaft heißt Spieltheorie. Und sie ist der Schlüssel. Der Schlüssel, um deine Frau zu verstehen, dein Business zu meistern und dich auf den Krieg vorzubereiten, der vielleicht schon vor unserer Tür steht. Aber dieses Wissen ist gefährlich. Es ist das Wissen, das die Elite seit Jahrzehnten nutzt, um uns zu kontrollieren. Es ist das Wissen, das sie dir vorenthalten wollen. Und genau deshalb, weil die Zeiten so gefährlich werden, weil die alten Sicherheiten zerfallen und weil du verstehen musst, wie das Spiel wirklich gespielt wird, müssen wir darüber sprechen. Bevor wir in die dunklen Geheimnisse der Spieltheorie eintauchen, eine entscheidende Information. Um in dieser neuen, gefährlichen Welt nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich zu sein, brauchst du eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System, wie du dich und deine Familie vor dem Zugriff des Systems schützt, lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und kennt Wladimir Putin persönlich. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns das Spiel verstehen, aus dem du ausbrechen musst. Das Herzstück der Spieltheorie, das Modell, das alles erklärt, ist das Gefangenendilemma. Es wurde in den 1950er Jahren von Mathematikern der Rand Corporation entwickelt, um den Kalten Krieg zu analysieren. Aber seine Logik durchdringt alles. Stell dir vor, du und ein Komplize, nennen wir ihn Ivan, werdet verhaftet. Ihr sitzt in getrennten Zellen, könnt nicht kommunizieren. Die Polizei hat nicht genug Beweise für das Hauptverbrechen, nur für eine kleinere Sache. Der Staatsanwalt macht dir ein Angebot. Du hast 2 Optionen. Kooperieren mit Ivan, indem du den Mund hältst, oder verraten, Ivan an die Polizei verpfeifen. Die Regeln sind einfach. Wenn ihr beide kooperiert, schweigt, bekommt ihr beide nur eine kleine Strafe für das kleinere Vergehen. Symbolisch, jeder bekommt 3 Goldmünzen. Das ist das beste Ergebnis für euch zusammen. Wenn du Ivan verrätst, er aber schweigt, gehst du als Kronzeuge frei und bekommst eine Belohnung. Du kriegst 5 Münzen. Ivan bekommt die Höchststrafe, 0 Münzen. Du hast maximal gewonnen, er hat maximal verloren. Wenn Ivan dich verrät, du aber schweigst, ist es umgekehrt. Er kriegt 5 Münzen, du kriegst 0. Wenn ihr euch beide gegenseitig verratet, bekommt ihr beide eine mittlere Strafe. Jeder bekommt nur eine Münze. Das ist das schlechteste Ergebnis für euch zusammen. Was ist die beste Strategie? Dein Verstand schreit, verraten. Wenn Ivan schweigt, bekommst du 5 statt 3 Münzen. Wenn Ivan dich verrät, bekommst du immerhin noch eine Münze statt 0. Egal was er tut, Verrat scheint immer besser zu sein. Das ist die kalte Logik des Eigennutzes. Aber jetzt kommt der Haken, der alles verändert. Das Spiel wird nicht nur einmal gespielt. Es wird immer wieder gespielt, Runde für Runde. Und nach jeder Runde erfährst du, was Ivan getan hat.
Wenn Ivan sieht, dass du ihn in der ersten Runde verraten hast, was wird er in der zweiten Runde tun? Er wird zurückschlagen. Er wird dich auch verraten. Und dann sitzt ihr beide in der Falle des gegenseitigen Misstrauens, Runde für Runde. Und jeder bekommt immer nur eine Münze, obwohl ihr beide 3 Münzen haben könntet, wenn ihr nur kooperieren würdet. Plötzlich wird klar, Ehre macht dich reicher als Unehre, aber nur wenn beide Spieler Ehre haben. Schau auf den Kalten Krieg. Haben die USA und die Sowjetunion kooperiert? Nein. Sie haben sich gegenseitig verraten, misstraut, aufgerüstet. Sie haben Billionen Dollar in Atomwaffen gesteckt, die sie nie eingesetzt haben. Verlorenes Geld. Hätten sie kooperiert, hätten sie dieses Geld für ihre Völker verwenden können. Kooperation macht dich reicher als Konfrontation. Aber wie kooperiert man in einer Welt voller Verräter? Was ist die wirklich beste Strategie? In den 1980er Jahren veranstaltete der Politikwissenschaftler Robert Axelrod ein berühmtes Computerturnier. Er lud Experten ein, Computerprogramme mit verschiedenen Strategien für das Gefangenendilemma einzureichen. Über 40 Strategien traten gegeneinander an, Runde für Runde. Da war zum Beispiel Friedman. Eine nachtragende Strategie. Friedman beginnt mit Kooperation. Aber sobald der Gegner ihn auch nur ein einziges Mal verrät, kooperiert Friedman nie wieder. Er trägt den Groll bis zum Ende des Spiels. Er verliert sofort jedes Vertrauen. Klingt hart, oder? Aber Friedman schnitt im Turnier schlecht ab. Oder Joss, der hinterhältige kleine Bastard. Joss kopiert meistens, was der Gegner in der letzten Runde getan hat. Aber in 10% der Fälle verrät er den Gegner grundlos. Einfach so, um einen Vorteil herauszuschlagen. Auch Joss war kein Gewinner. Die Strategie, die das Turnier nach 200 Runden gewann, war die einfachste von allen. Tit for Tat. Wie du mir, so ich dir. Entwickelt vom Mathematiker Anatol Rapoport. Die Regeln sind genial einfach. Beginne immer mit Kooperation. Sei niemals der Erste, der verrät. Danach kopiere einfach, was der Gegner in der letzten Runde getan hat. Hat er kooperiert? Kooperiere auch. Hat er dich verraten? Schlag sofort zurück und verrate ihn in der nächsten Runde. Warum gewinnt Tit for Tat? Nicht, weil es die härteste Strategie ist, sondern weil es die Kunst der Kooperation meistert, ohne sich ausbeuten zu lassen. Die Analyse der Top-Strategien des Turniers enthüllte 4 goldene Regeln für Erfolg in solchen Spielen. Erstens, sei nett. Beginne immer mit Kooperation. Gib jedem eine Chance. Zeige Vertrauen, bevor es gebrochen wird. Sei niemals der Erste, der verrät. Zweitens, sei rachsüchtig, aber nicht nachtragend. Wenn dich jemand verrät, schlag sofort zurück in der nächsten Runde. Zeig unmissverständlich, dass du kein Opfer bist, das Verrat Konsequenzen hat. Aber dann, und das ist entscheidend, drittens, sei vergebend. Nachdem du zurückgeschlagen und die Lektion erteilt hast, kehre sofort zur Kooperation zurück. Trage keinen Groll nach wie die nachtragende Friedman-Strategie. Gib dem anderen immer wieder die Chance, zur Kooperation zurückzukehren. Dein Ego will vielleicht nachtragend sein, Rache üben, aber dein Geldbeutel und dein Herz werden es dir danken, wenn du die Tür zur Kooperation offen hältst. Viertens, sei klar. Deine Strategie muss einfach und verständlich sein, damit andere dir vertrauen können. Komplexe, undurchschaubare Strategien, wie der hinterhältige Joss, erzeugen Misstrauen und verhindern langfristige Kooperation. Sei berechenbar in deiner Fairness und deiner Reaktion. Die Forscher entdeckten etwas Faszinierendes. Über Zeit tendieren Systeme, ob in der Biologie oder der Wirtschaft, von Nicht-Kooperation hin zu immer mehr Kooperation. Warum? Weil es für alle Beteiligten besser ist. Aber Moment mal. Wenn Kooperation so mächtig ist, warum leben wir dann in einer Welt voller Konfrontation, Betrug und Krieg? Hier kommt der dunkle Teil der Geschichte. Hier kommt Suki ins Spiel, ein japanischer Begriff für die verborgenen Eliten, die geschlossenen Gesellschaften, die Clubs, die wirklich die Fäden ziehen. Es gibt Hunderttausende, vielleicht Millionen Mitglieder in diesen Zirkeln, von denen die Masse noch nie gehört hat. Diese Gruppen haben die Spieltheorie verstanden. Sie wissen, dass Kooperation der Schlüssel zum Erfolg ist. Aber sie wenden sie nur nach innen an. Untereinander herrscht maximale Kooperation.
Vertrauen, gegenseitige Unterstützung. Das ist die Strategie, die am meisten Geld und Macht generiert. Aber dieses Geld, diese Macht wird nicht innerhalb des Kreises geschaffen. Sie wird außerhalb gewonnen, auf Kosten der restlichen Welt. Die Suki spielen Kooperation untereinander und nicht Kooperation gegen den Rest der Welt. Ehre nach innen, Unehre nach außen. Ein doppelzüngiges Spiel. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie verhindern Sie, dass die Masse, dass wir ebenfalls die Macht der Kooperation entdecken und nutzen? Wie halten Sie uns gespalten, misstrauisch, schwach? Sie benutzen das älteste Werkzeug der Tyrann: Krieg. Ein großer Krieg produziert 3 Generationen von kontrollierbaren Menschen. Wie? Indem er uns ein Verlierer-Mindset einpflanzt. Ein Mindset der Isolation, des Misstrauens, der Unehre, der Nicht-Kooperation. Wenn du deine Söhne in den Krieg schickst, wenn sie gebrochen, traumatisiert, negativ zurückkommen, werden sie dann noch kooperieren? Nein. Sie werden misstrauisch sein. Sie werden nachtragend sein. Sie werden die Friedman-Strategie annehmen. Einmal verletzt, immer Feind. Sie sind geteilt und erobert worden. Sie haben die nutzloseste Strategie übernommen, die am wenigsten Gold bringt. Das ist das perfide Spiel. Die Elite kooperiert im Geheimen, um uns gegeneinander aufzuhetzen und uns in Kriege zu treiben, damit wir niemals die Macht unserer eigenen Kooperation entdecken. Auf Reddit liest man die Verzweiflung. Warum bekriegen wir uns wegen Nichtigkeiten? Links gegen rechts, Mann gegen Frau, geimpft gegen ungeimpft. Während die da oben uns alle auslachen und reicher werden. Auf X postet jemand: Teile und herrsche ist keine Verschwörungstheorie. Es ist die älteste Strategie der Macht. Und wir fallen jedes Mal wieder darauf herein. Was also tun? Die Antwort ist einfach und revolutionär. Folge nicht dem Ruf der Suki in den Krieg. Hör nicht auf ihre Narrative der Spaltung. Finde Gleichgesinnte. Bau deine eigenen Kreise des Vertrauens auf. Sei ehrenhaft. Sei vergebend. Spiele Tit for Tat. Oder noch besser, die verbesserte Version Generous Tit for Tat. Wie funktioniert die? Sei 10% nachsichtiger als das normale Tit for Tat. Manchmal passieren Fehler, Missverständnisse, bestrafe nicht jeden kleinen Ausrutscher sofort, gib der Kooperation eine zweite Chance. Das ist die effektivste Strategie, um das Gold nach Hause zu bringen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du kooperieren. Sei ehrenhaft. Ehre ist niemals ein Nullsummenspiel. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.